Ja, hallo und willkommen bei Data Unity zum letzten Power BI Update des Jahres 2022 im Dezember. Diesmal werde ich nicht viele Sachen erwähnen, aber eine davon besonders, die hat es sehr in sich und deshalb springe ich gleich mal in den Report. Und die zweite Sache, die ich diesmal erwähnen möchte, nur ganz kurz. Wir haben bei den Filtern endlich nicht mehr den Zwang, über den Header hier Einstellungen zu ändern. Nein, wir können tatsächlich bei Slicern und über die Slicer-Einstellungen entscheiden, ob es ein Dropdown, eine Liste oder alles andere sein soll. Ja, eine schöne kleine Usability-Verbesserung, über die ich mich auch sehr gefreut habe. Nun aber zum eigentlichen Highlight heute, und das ist etwas erklärungsbedürftiger. Und zwar geht es um 3 neue DAX-Funktionen. Die DAX-Funktionen sollen Vergleichbarkeit innerhalb von Datenmengen ermöglichen. Da geht es um die Funktionen Index, Offset und Window. Das Ganze habe ich hier mal aufbereitet in einem sehr einfachen Dataset, ja nur 6 Einträge hat, wo es um einen Provisionsprozentwert geht, der sich über die Zeit ändert. Also so eine Art Slowly Changing Dimension, und genau darum geht es auch, denn aus meiner Sicht werden die neuen Funktionen das Arbeiten damit deutlich verbessern. Ich habe diese Slowly Changing Dimension hier als Faktentabelle angebunden, also die Provisionen gehören zu Mitarbeitern und gehören zu einer Zeit. Und wenn ich die so einblende, ja, dann sehe ich immer nur das Ganze zum Zeitpunkt der Änderung. Und bisher fand ich es immer sehr schwierig, solche Werte irgendwie über größere Zeiträume darzustellen, wenn nicht für jeden Eintrag irgendwie ein Wert vorliegt. Da habe ich begonnen mit einem einfachen Maximum, also ja nichts Besonderes und natürlich auch fehleranfällig, aber zumindest ist die Gesamtsumme nicht mehr so unlogisch. Dann der ja, komplette Workaround wäre, so ein Dates Between zu nutzen und zu sagen, okay, bis zu einem Zeitpunkt zeige mir das Maximum an. Und dann habe ich das Ganze schon so ausgefüllt, dass hier zum Beispiel diese 20% gelten, danach die 25, dann die 35. Aber es ist immer noch fehleranfällig, denn wenn etwas hier runtergeht, dann wird es ignoriert, denn ich habe ja das Maximum. Beim Minimum wäre es umgekehrt genauso schlimm. War also nie wirklich gut, irgendwie eine Spalte nach einer anderen gruppiert, irgendwie ein Maximum oder ein Minimum darzustellen. Und das ist jetzt tatsächlich besser, denn genau das ist der Anwendungsfall von diesen Funktionen. Also die Indexfunktion, das Beispiel hier ist auch ganz gut. Hier geht es zum Beispiel darum, die älteste Person mit dem Namen Garcia zu finden. Also nach dieser Spalte soll sortiert werden, aber der Output soll aus dieser Spalte stammen und es soll auch noch gruppiert werden nach einem Teil davon. Und da gibt es eben eine Funktion, die besteht eben zum einen aus dem Verweis auf die Tabelle und dann eben einer Sortierung und einer Gruppierung. Also dieses Order by und Partition by sind Hilfsfunktionen, die müssen auch zwingend verwendet werden innerhalb von Index. Und hier zum Beispiel Index bedeutet, wir haben eine absolute Reihenfolge, das heißt, wir suchen den Wert an der Stelle 1, also in dem Fall die älteste Person, und das ist jetzt hier die Adriana Garcia. Das sehen wir hier anhand von einer berechneten Spalte. Funktioniert auch. Ich habe das mal für meine Faktentabelle hier auch umgesetzt, also jetzt hier nicht über dieses fehleranfällige Maximum gearbeitet, sondern zunächst einmal das Maximum oder den letzten Wert, was hier nicht das Maximum ist, nachgebaut. Und zwar funktioniert Index hier so, ich habe den neuesten Wert hier genommen, dann habe ich hier meine Faktentabelle. Interessanterweise, wenn man Faktentabellen nutzt, dann immer ein Distinct, das ist Pflicht, sonst gibt es einen Fehler. Und das Ganze soll eben sortiert werden nach dem Datum und dann aber gruppiert werden nach dem Namen. Und das ist eben hier die Stärke. Wenn ich das mal einblende in die Tabelle, dann sehen wir, ja, wir haben jetzt in jeder dieser Zeilen den Eintrag 35, weil das ist nun mal der letzte Wert. Aber wir haben jetzt eben anhand vom Datum
den letzten Provisionswert herausgefunden. Übrigens ganz interessant, seit dem November gibt es ja die Möglichkeit mit toCSV zu debuggen. Das nutze ich auch aktiv, denn jetzt könnte ich ohne DAX Studio hier anschauen, was mir dieser Index eigentlich liefert. Den Output von Index, aber auch von Offset und Window sind Tabellen. Und hier sehen wir zum Beispiel die Tabelle, die ist jetzt aber natürlich auf den Monat genau gefiltert. Jetzt stelle ich das aber auch mal zurück, damit es wieder lesbar wird. Wir wollen aber ja nicht in jeder Situation den Maximalwert haben, also einen absoluten Wert. Zum Beispiel, wenn wir diesen Wert mit dem Vorgänger vergleichen. Auch das war bisher nicht so einfach, weil wir eben leere Monate dazwischen haben, also keine fortlaufende Struktur. Jetzt haben wir die Möglichkeit, hier einfach über die Offset-Funktion das Ganze besser zu machen. Also Offset -1 bedeutet eben der Vorgänger, dann wieder die Tabelle, Order by, Partition by und ich gebe dann in dem Fall das Maximum aus, da es aber nur eine Zeile ist. Pro Partition ist das egal, was ich hier für eine Funktion nehme. Dann kann ich hier die Previous Werte einblenden und sehe, okay, hier bei 25 steht eben der Vorgängerwert und so weiter. Ja, und um das Ganze in allen Monaten verfügbar zu machen, wo die Faktentabelle nicht präsent ist, habe ich zum Beispiel den Ansatz gewählt, dass ich die Beziehung zum Kalender entsprechend unterbunden habe. Die ist jetzt inaktiv, um dann einfach von Hand anhand des Datums zu filtern. Also hier sehen wir auch, dass quasi der letzte Eintrag von Provisionen, also Last, sehen wir, dass bis März hier die 20% bei mir drin stehen. Das ist auch richtig. Ab April 21 geht es dann los mit den 25%, bis dann irgendwann die 35 relevant sind. Und ich habe das hier eben erweitert, dass ich das Ganze vorfiltere, quasi nur bis zum Datum eben anzeige und aus den Daten der Vergangenheit den neuesten Wert nehme, in diesem Fall mit Index, bei der Berechnung vom Vorgänger eben über Offset. Ja, diese Funktionen waren für mich durchaus ein Highlight, weil ich eben davor über sehr viele unterschiedliche Workarounds gearbeitet habe und das alles sehr viel komplexer war. Jetzt scheint einfach dieses Thema Vergleichbarkeit von Einträgen in der Tabelle besser greifbar zu sein. Ich freue mich, das noch mehr einzusetzen, aber natürlich freue ich mich auch sehr auf 2023.